Lohnt sich Face-Tank L oder nur HNR? Also ich finde es verschwendet, wenn man Elementor Face-Tank spielt. Macht auch viel weniger Spaß, meiner Meinung nach. Aber das sieht wohl jeder anders. Free-to-Play ist Face-Tank L auch kaum realisierbar, oder? Naja, doch. Ich meine, als Free-to-Play hast du halt immer Einsparungen irgendwo. Kannst nicht zu so Monstern gehen, weniger Monster pullen. Alles ist Free-to-Play möglich. Aber ich denke halt, Face-Tank speziell ist halt ein Spielstil, der wirklich sehr viel mehr Spaß macht. Ich meine, klar, das kann man jetzt über jeden Spielstil sagen, fairerweise. Aber ich denke, bei Face-Tank ist es am krassesten. Also der Unterschied zwischen Free-to-Play und Pay-to-Win, würde ich sagen, ist bei Face-Tank am krassesten. Weil du für Face-Tank, wie gesagt, du hast ja irgendwo immer Einschränkungen dann. Und ich meine, klar, in manchen Levelgebieten sind die Spawns eh nicht so krass. Da kannst du sowieso nicht mehr als 20 Monster pullen vielleicht, weil der Spawn es gar nicht hergibt, dass du wirklich mehr Monster pullst oder so. Mag sein. Aber immer dann, wenn es halt schon so wäre. Also ich meine, das erste Beispiel, was mir persönlich sofort in den Sinn kommt, wäre Antiquary, also Darkon 3, Antiquary, Luia, Klarfahren. So Mid-Game quasi, Mid-Level. Wo du halt schon theoretisch 20, 30, 40, 50 Monster pullen kannst. Ich meine, fast Open-End, also ganz Open-End nicht, aber wo du eigentlich schon massivste AOEs machen könntest. Und ich meine, als Free-to-Play, du kannst die niemals alle tanken als Free-to-Play. Unwahrscheinlich. Also du hast irgendwie so eine cheesy Strat, zum Beispiel mit Psykeeper und Gravity Well, wo du gar nicht richtig Face tanken musst oder irgendwie so. Aber mit den meisten Klassen, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt und du wirklich alle Face tanken müsstest, selbst mit Heal, würdest du es wahrscheinlich nicht packen. Und das ist ja aber dann trotzdem irgendwie blöd, weil ich meine, bei 1v1 ist es egal. 1v1, der kämpft immer nur gegen ein Monster. Klar, auch da macht Pay-to-Win mehr Spaß, oder wenn du mehr Power-Ups hast, macht es auch mehr Spaß, aber du hast nicht diesen direkten, es wird dir durch so die Nase gerieben, oh, du könntest jetzt auch 10 Monster mehr pullen, oder du könntest jetzt auch 50 Monster mehr pullen, wenn du sie doch nur tanken könntest, aber du kannst es nicht. Also ich denke, da ist schon der größte Unterschied zwischen Pay-to-Win und Free-to-Play bei Face-Tank AOE. Wobei es, wie gesagt, auf die Klasse ankommt, also Psykeeper ab Level 100 hat, denke ich, die effizienteste Strat, kannst quasi sau viele Monster pullen, nahezu alle, die da sind wahrscheinlich. Es bist ja auch sehr schnell mit Cast Time und Blink Pool und so, bist ja auch schnell unterwegs, plus Ranged Pulling. Und da hast du halt einen gewissen Vorteil gegenüber nicht-Ranged-Klassen und nicht so schnellen Klassen, nicht-Magier-Klassen letztendlich. Und bei Gravity Well ist halt im Speziellen so, wenn du Gravity Well richtig ausspielst, also richtig positionierst, dann ist es halt einfach so, dass die Monster dich gar nicht erreichen können, während du ihnen aber Schaden machen kannst. Und da kannst du es durchaus schaffen, dass die halbe AOE oder vielleicht sogar die ganze AOE, je nachdem wie viel Schaden du machst, und da ist dann auch schon fast egal, ob du Free-to-Play bist oder nicht, kannst du vielleicht die ganze AOE oder mindestens die halbe AOE töten, bevor sie dich überhaupt erreichen. Und wenn dich dann die ersten Monster erreichen und du tatsächlich tanken musst mit Heal und so weiter, dann sind schon so viele gestorben, dass du, obwohl du sau viele Monster gepullt hast, es trotzdem tanken kannst, was als Free-to-Play nicht möglich gewesen wäre. Oder mit anderen Klassen Free-to-Play niemals möglich gewesen wäre. Als Psy, wie gesagt, kommt es drauf an. Aber ja. Aber da die meisten Klassen solche Fähigkeiten nicht besitzen, also gut, Billposter und Ringmaster könntest du sagen, gut, die haben Stonehand. Knight hat auch einen Stun in sein AOE eingebaut. Also es ist nicht unmöglich, aber ja. Also ich würde einfach sagen, und wenn der Unterschied selbst nicht so groß ist, definitiv bei
Face Tank, AOE ist der Unterschied zwischen Pay-to-Win und Free-to-Play am größten. Was ja auch der Grund ist, warum eigentlich alle Leute mittlerweile, es hat sich ja schon vor einer Weile etabliert, schon vor 2 Jahren eigentlich, haben die Leute angefangen, Full Decks Elementor Face Tank zu spielen. Und daher rührt es auch. Also daher kommt es quasi, dass die Leute sagen, ich spiele lieber Full Decks, weil dann kann ich mehr tanken. Und bei manchen Klassen könnte man vielleicht sogar sagen, anders geht's auch fast gar nicht sinnvoll. Weil ich persönlich sagen würde, vor allem bei Elementor, bevor ich Full Decks Face Tank Elementor spiele, spiele ich lieber Hit and Run Full Int. Aber wie gesagt, jedem das seine. Aber daher rührt dieses Full Decks Bild. Hat ja auch vor 2 Tagen schon mal jemand gefragt, dass einer gesagt hat, man soll Full Decks AOE Night was, glaube ich, spielen. Daher kommt das quasi. Weil man sich durch dieses Full Decks erhofft, dass man halt unsterblich dadurch wird. Also unsterblich nicht, aber du wirst halt sehr tanky, weil du einfach so eine hohe Block- und Ausweichrate dann hast. Aber darunter leidet halt auch immer dein Schaden. Und das sehe ich dann halt so. Also ich denke halt, das ist dann Jacke wie Hose. Also ob du halt einen vollen Spawn, Full Decks pulst mit Klassen, die auf Decks überhaupt nicht skalieren und daher auch voll wenig Schaden dann machen. Oder ob du lieber nur einen halben Spawn pulst, dafür auf Full Damage bist und also ich denke mal, das kommt dann im Endeffekt auch wieder aufs Gleiche raus. Nur, dass du meistens mit mehr Schaden halt auch mehr Spaß hast. Weil die meisten Leute Schaden mit Spaß quasi gleichsetzen. Ich zum Beispiel auch. Wenn ich keinen Schaden mache, obwohl meine Klasse an für sich eigentlich Schaden machen sollte, dann macht es mir keinen Spaß. Oder dann macht es mir auf jeden Fall weniger Spaß, weil wem macht es schon Spaß, 50 Minuten lang auf ein Monster einzudreschen und das Gefühl zu haben, dass dein Charakter quasi komplett nutzlose Scheiße ist. Aber bei Elementor ist es wahrscheinlich noch am chilligsten, weil Elementor einfach so stark ist, dass du auch mit der in Anführungszeichen falschen Stattung tatsächlich relativ viel Schaden machst. Aber bei einer Klasse wie Knight, Bill Poster, wo du literally die AOE-Skills auf STR skalieren, kannst du mir nicht sagen, dass dann Spaß macht, wenn du Full Dex bist und du wirklich nicht mal den halben Schaden wahrscheinlich machst von jemandem, der Full STR ist. Also, ja, sieht jeder anders, aber wie gesagt, ich bin da kein so großer Fan von. Aber ja, daher rührt es quasi. Also Free-to-Play Face Tank wirst du oft Leute treffen, die dann einfach Full Dex sind. Selbst mit Klassen, wo du dir im ersten Moment denkst, Moment, Full Dex? Aber du bist doch Elementor. Du bist doch Bill Poster, das ergibt doch gar keinen Sinn. Wieso bist du Full Dex? Also daher kommt das quasi. Aber du bist doch. Yeah.